Was ist eine Betriebsstätte? Wie kann eine Betriebsstätte eines estnischen Unternehmens in Deutschland für die Körperschaftsteuer registriert werden? Und welche Vorteile hat eine Betriebsstätte gegenüber einem Unternehmen in Deutschland? Hallo, ich bin Andra Larin, die Geschäftsführerin von PriorLaunch. Und in diesem Video werde ich diese Fragen beantworten. Wenn Sie sich dieses Video ansehen, sind Sie wahrscheinlich mit dem estnischen E-Residency-Programm vertraut und wissen, wie bequem und einfach es ist, mit Ihrer E-Residency-Karte ein Unternehmen in Estland zu gründen. Ein Unternehmen in Estland zu haben, bedeutet jedoch nicht, dass dort auch Steuern automatisch gezahlt werden müssen. Die Doppelbesteuerungsabkommen zwischen den Ländern legen fest, welches Land das Besteuerungsrecht hat. Hierfür wird der Begriff Betriebsstätte verwendet. Eine Betriebsstätte ist eine feste Geschäftseinrichtung, der im Allgemeinen die Steuerpflicht in einem bestimmten Land begründet. Sehr vereinfacht ausgedrückt. Hat ein Unternehmen kein Büro, keine Angestellten oder Vorstandsmitglieder in Estland, sondern beispielsweise in Deutschland, besteht die Möglichkeit, dass es in Deutschland eine Betriebsstätte hat. Wie wird nun die deutsche Betriebsstätte besteuert? Nur der Teil des Gewinns, der der deutschen Betriebsstätte zugeordnet wird, ist in Deutschland steuerpflichtig. Die Gewinne, die estnischen Betrieben zugeordnet werden können, werden in Estland besteuert. Wenn Sie in Deutschland steuerlich ansässig sind, sollten Sie das Finanzamt über die Gründung einer estnischen Gesellschaft informieren. Und wenn es eine Betriebsstätte in Deutschland gibt, muss diese beim Finanzamt registriert werden. Diese Information kann gegebenenfalls innerhalb von 14 Monaten zusammen mit Körperschaftsteuer oder Feststellungserklärung für den jeweiligen Besteuerungszeitraum eingereicht werden. Um die Meldepflichten in Deutschland gegenüber dem Finanzamt zu erfüllen, muss die deutsche Betriebsstätte über eine Nebenrechnung verfügen. Die Buchhaltung muss aber auch in Estland für die estnischen Meldezwecke geführt werden. Die Buchführung der deutschen Betriebsstätte wird mit der Buchführung des estnischen Unternehmens konsolidiert und der konsolidierte Jahresabschluss beim estnischen Unternehmensregister eingereicht. Bitte beachten Sie, dass das Finanzamt eine Verrechnungspreisdokumentation verlangen kann, wenn die Einkünfte bestimmte gesetzliche Einkommensgrenzen überschreiten. Kleine Unternehmen sollten davon jedoch nicht betroffen sein. Auch wenn es auf den ersten Blick kompliziert erscheint, hat ein estnisches Unternehmen mit einer Betriebsstätte in Deutschland verschiedene Vorteile gegenüber einem deutschen Unternehmen. Erstens ist die Eröffnung einer estnischen Firma für E-ResidentInnen einfacher, schneller und billiger als die Eröffnung einer deutschen UG oder GmbH. Zweitens, wenn Sie planen, aus Deutschland wegzuziehen, ist die Schließung einer deutschen Betriebsstätte einfacher, schneller und billiger als die Schließung einer deutschen UG oder GmbH. So können Sie Ihr Geschäft problemlos über die estnische Firma weiterführen, egal wo Sie leben. Drittens, die Betriebsstätte des estnischen Unternehmens muss nicht bei der IHK registriert werden und so fallen jährliche IHK-Gebühren nicht an. Viertens, auch wenn Sie eine deutsche Betriebsstätte haben, profitieren Sie von den digitalen Dienstleistungen in Estland, die für die Verwaltung des Unternehmens erforderlich sind, da die Gesellschaft nach estnischem Recht arbeitet. So können Sie beispielsweise Satzungsänderungen online vornehmen, ohne einen Notar aufsuchen zu müssen. Ein weiterer Grund für die Eintragung einer Betriebsstätte anstelle der Gründung einer deutschen Gesellschaft ist, wenn Sie Angestellte und/oder Vorstandsmitglieder in verschiedenen Ländern haben und dementsprechend sowohl in Estland als auch in Deutschland einen festen Geschäftssitz haben. In diesem Fall sind alle Gewinne, die einer estnischen Gesellschaft zugeordnet werden, weiterhin in Estland steuerpflichtig. Nur die Gewinne, die der deutschen Betriebsstätte zugeordnet werden, werden in Deutschland besteuert.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Eröffnung und Schließung einer Betriebsstätte einfacher ist als die Eröffnung und Schließung einer deutschen Gesellschaft, wenn Sie umziehen oder Ihren festen Geschäftssitz ändern. Auch wenn Sie ein internationales Unternehmen betreiben und nur ein Teil der Gewinne in Deutschland der Körperschaftsteuer unterliegt, könnte eine estnische Gesellschaft eine Option für Sie sein. Führen Sie jedoch getrennte Bücher für die deutschen Transaktionen und erstatten Sie dem Finanzamt Bericht gemäß den in Deutschland geltenden Gesetzen. Wenn Sie Fragen haben, finden Sie uns auf dem eResidency Marketplace und wir helfen Ihnen gerne weiter.